Hallo. Du wirst heute, glaube ich, sehr glücklich über Katanas und Raiden werden. Geht. Ich wollte 16 Uhr schon hier sein. Und ich muss jetzt ranten. Hier sind Bewohnerparkplätze. Mein Wohnhaus hat Bewohnerparkplätze. Das steht da. 3-mal. An der Wand. Direkt da, wo man parken kann. Dass das Bewohnerparkplätze sind und man bitte nur mit Schild hier parkt. Und irgend so ein Hugo steht da, bedeckt 2 Parkplätze, Motor angelassen und hat irgendwo ein Päckchen abgeholt. Und ich denk so. Und dann hat er mich auch noch böse angeguckt, dass ich mit meinem Auto hinter ihm gewartet habe. Ich denk so, nee, Junge. Ich war so kurz davor, mich noch zwischen ihn und ein anderes Auto zu quetschen. Einfach nur, dass er wäre nicht mehr in sein Auto gekommen. Das wäre so geil gewesen. Das hätte ich ihm so gegönnt. Anyways. Was geht? Julie. Ich dachte, vielleicht sollte ich in meine Metal Gear Streams Hideo Kojima Zitate mehr involven. Ich finde, es gibt einem so richtig den Spirit, worum es eigentlich in diesen Spielen geht. Anyways, ich hab's nach Hause geschafft. Oh mein Gott, ey. Ich habe es eben im Garten und hab Laub zusammengefegt. Ich werde so einen Muskelkater morgen haben, aber das heißt, ich muss halt kein Workout mehr machen, weil meine Arme sind Mus. Hallo. Na? Meine Großeltern haben so ein großes Grundstück. Warum ist da so viel Laub? Ah. Ich habe auch ganz viele Pilze gefunden, aber leider keine coolen Insekten. Gar keine Insekten, actually. Oh mein Gott, oh. Thank you. Ah. Vor allem, ich hätte es pünktlich geschafft. Das ist das Schlimmste. Hätte dieser Hugo da draußen sich nicht einfach auf 2 Parkplätze gestellt, obwohl er nicht mal Anwohner ist. Ah. Mus. Ja. Weiß nicht. Vielleicht doch eher Pudding. Ich würde mit Apfelmus gehen. Ich glaube, das ist ich am meisten. Ja, ich hau den noch zu Mus. Ja, doch, meine Arme sind eher so Pudding, wo schon so eine Hautschicht drüber ist. Und ein bisschen länger gestanden hat. Maybe. Vielleicht auch Grieß. Obwohl, ich meine, ich habe relativ weiche Haut. Aber wenn man reingreift, fühlt sich an wie Grieß. Welche Konsistenz seid ihr so? Hallo Tionjan, na? Ich habe Empathie mit dir heute. Ich habe Laub zusammengefegt in einem riesigen Gartengrundstück. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nee, eigentlich war gut, war schön. Ich habe mit meinem Opa viel zusammen gemacht. Er hat mir nicht zugetraut, dass ich das Laub auch alleine tragen kann. Dann habe ich das Laub einfach alleine getragen. Und das tat mir ein bisschen leid, weil er will sich nützlich fühlen. Er hat ja trotzdem mit Laub gefegt. Er sollte sich nicht weniger nützlich fühlen. Nur ich denke so, ey komm, 3-mal die Woche hantel ich hier rum. Es muss sich auch lohnen. Lass mich flexen, Großvater. Danke für den Licky. Burger King Cheeseburger von gestern. Ja. Aber du hältst noch zusammen und das ist der wichtige Teil daran. Ja, richtiger Hantelmann. Ah. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt mal durch mit Sport. Nächste Woche wahrscheinlich nochmal, weil bestimmt dann nochmal genauso viel Laub da liegen wird. Not looking forward to it. Aber ist okay. Hallo Motion. Na? Ja. Exactly. Ich bin mehr so ein McDonald's Happy Meal aus den 90ern, das immer noch gut ist, weil McDonald's nicht schimmelt, aber ziemlich grau und ein bisschen traurig aussieht. Ja, euch geht's gut. Willkommen ins Finale von Metal Gear und ihr seid nicht bereit. Das Ding ist, wir spielen zum Glück auf einfach, weil als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich es auf normal gespielt. Ihr werdet in so ungefähr 30 Minuten spätestens sehen, warum ich nicht mehr auf normal spiele. Obwohl ich werde nachher mit euch auch ein Ratespiel machen, das könnt ihr gar nicht gewinnen. Anyway. Oh mein Gott. Wow, 110. Ja. Das ist schon ein Dritteljahr. Ungefähr. Vielleicht muss ich öfter streamen. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich für Metal Gear Solid 4, wenn es denn je soweit ist, einfach eine ganze Woche einplane
Es ist dann mehr ein Let's Watch. Ich bin ehrlich mit euch. Keine Ahnung, ob da Interesse besteht. Ich würde es dann durchziehen. Es ist ein Let's Watch. Großartiges Spiel. Nach Metal Gear Solid 4. Wir arbeiten uns hin. Glaub mir, Ziege. Wenn du Raiden in Metal Gear Solid 4 gesehen hast, wirst du ihn noch mehr lieben. Ich weiß, man denkt, das ist nicht möglich. Aber er ist so gut in Metal Gear Solid 4. Das Spiel ist nur so lang. Pipi Streak. Jede Streak ist es wert. You might be surprised. Der Sombrero kommt nicht von irgendwo. Trust. Trust. Er ist so gut in 4. Wirklich. Er hat auch schon seinen Katana und das Zipsop da auch schon durch die Gegend. Ja, Shoutout an Reh. Aber Reh macht nie selber Shoutout, so I guess. Ups. Reh. Aha! Look, I am el professionalo. Gotcha. Ah. Mein Opa hat so einen coolen Korb zum Laubtragen, tatsächlich mit so einem Seil dran. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ist da ein Seil dran? Ich bin da überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Aber den kann man sich so über die Schulter werfen und dann kann man mit dem Laub halt einfach durch die Gegend gehen. Und das ist ein richtig voller Korb, aber wenn du es so über die Schulter wirfst, ist es überhaupt nicht schwer. Das war ziemlich cool. Exactly what just happened. Ah, aber ich meine, wir sind bei 9 Minuten. Ich bin zu ready für das Spiel. Ihr seid ready, wir sind ready, wir sind alle ready. Es ist Ready-Zeit. Ich bin so ready. Ich bin so ready. Gott, bin ich ready. So ready. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Oh, damn. Links kannst du zwar nicht schicken, aber du kannst mir gerne die Songtitel schicken. Beziehungsweise du kannst mir gerne, wenn du die teilen möchtest. Ich meine, ne? So gerne auf Discord schicken. Für alle, die nicht wissen, worum es bei Zieges Text geht, da Peter macht diesen Monat wieder eine Challenge, eine Art Challenge. Wieder für Wrestling. I just fucking started. Nein. Okay, maybe a friendly reminder. Wir haben gerade ein Virus in Metal Gear Arsenal hochgeladen, der Metal Gear Arsenal auseinander nimmt, was ein Programm ist was ein AI-Programm für militärische Zwecke ist. Und seitdem spinnt unser Codec. So, ja. Vielleicht hilft es so ein bisschen, die Story nochmal zusammenzufügen. Ganz komisch. Die Leute sind in unserem Codec ganz komisch seitdem. Ja, um 30 Titel. Oh, nice. Was für eine Career-Mission hast du bekommen? I'm so naked. I'm so afraid. Die Musik ist auch ganz wunderbar, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ihr die gut hören könnt. Das ist leichter Gesang im Hintergrund. Banger. Nein. Nein. Woanders hin? Rüber. Ach so, ja, nice. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but
Oh, nein! Ich habe die Kamera nicht gesehen. Uah, ich bin runtergefallen. Oh. Nee, das machen wir nochmal. Ach ja, ich kann. Das Ding ist, Raiden schämt sich so sehr, ich kann jetzt nicht an fucking Geländern hängen, weil er da was bedecken muss. Komm, erschießt mich doch einfach. Pathetic. Schwach, Raiden. Schwach. Ja? Infiltrate the enemy fortress, outer heaven. Destroy the final weapon, Meddl Zeug. Das ist ein Dialog aus dem Original NES Metal Gear. So schwach, Raiden. Oh, nice. Ja, normaler Arbeitstag. Ja. Honestly, though, you Ja, ich spiele schon so lange, ich weiß. Was there a noise just now? Nein. Moment, hier macht neues Kamera. Was sind die Flächen, da machen Sound, deswegen mich gerade so elegant drüber gehöppelt. even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Key-Kernel, my god. Nicht, wo die Kamera hinguckt, das macht mich ein bisschen nervös. Nein! Weck mich doch nicht so. Hab ich dir je getan. Habt einen guten Blick auf Raiden. Okay. Ich weiß nicht, wie ich am besten langkomme. What was that just now? Nichts. Gar nichts. Das war nichts. Variety level 13. Rescue Meddl, the return of Ginola. Ja. Endlich. Spielen wir vernünftig. Okay, ich muss darüber. Fun Fact, ich muss darüber. Würde gerne darüber. Das ist ja auch eine Kamera. Gibt es irgendeinen Teil dieses Raums, in dem keine Kamera ist? Wie ich denn am besten darüber? Vielleicht soll ich nicht hier stehen, wo der Dude mich sieht. Ja gut, da sehe ich auch. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Spooky. Please. Oh Gott, ich hoffe, der kommt hier nicht ganz runter. Der kommt hier nicht ganz runter, oder? Bitte sag mir, der kommt hier nicht ganz runter. I am naked and slightly afraid. Ja. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. Unser Commander ist ein bisschen verwirrt. Komisch, hat der Virus wohl ein bisschen mehr getroffen, als er sollte, ha? Oh, ominös. Oh, das hab ich ja wunderbar gemacht.
Hallo. Damn. Naked and not afraid, as everything should be. Auch mal Urlaub, ja. Your mission is to infiltrate the fortress Galluade, rescue the hostages, and neutralize Meddl Gear before its assembly is complete. Immer diese Spam-Calls, am I right? Ja, ja. Zerstöre Metal Gear. That's the plan. Really. President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry and save him before the... Das ist alles Text aus den anderen Metal Gear Teilen. Oh. Das ist aber nicht unser Radar. Damn. Spoopy. Spoopy. Dabei Spoopy Monster doch over. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. Und gestern haben sie darüber gesprochen, wie unwichtige Informationen geflutet werden für politische Zwecke. Oh my god, what is happening here? It's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. Oh, it's the You're a Patriots. spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Oh, Like what I felt for you. so that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew Yeah, the person it's you loved complicated. was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. Oh, Makrele. Welcome to Metal Gear. Knowing that, What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. It's just holding I was popcorn. trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's Macht's not es the besser, woman wenn you're ich dir sage, dass er gerade nackt In a ist? sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? Ugh. It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying. I'm pregnant, Jack. Rose, what's going on? Ja, don't worry about it. Aber du hast leider den größten Teil des Nacktseins verpasst. Amazing how you walk around like that. Snake. Been waiting long. Where's my gear? Right over there.
That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know. Ich kann diese Spiele nur empfehlen, die sind echt gut. Trust. Way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Cool, there you go. It is a lot. These games are a lot. We're getting a katana, finally. Why? These games are everything. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Ey, wirklich, Makrele, gönn dir die Spiele. Es ist jede Sekunde wert. You can guard with your blade if you have the LB button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Fun Fact, wenn ich Snake jetzt hier outknocke, dann kann ich mir von ihm eine Dings holen. Which... Sorry. Aua! Nein! Ich wollte ihn nehmen. Ich wollte ihn gently nehmen. Snake. Darf ich dich halten? Bitte? Was? Nein! Aua. Ja. Gut, wir nehmen ihn nicht gently. Ist okay. Okay, wir nehmen ihn nicht gently. Es ist fine. It's good. It's okay. Ich muss ihn nicht halten. Snake. Snake, wollen wir dann mal? Snake? Snake? Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. That's a reference to Metal Gear Solid 1. Wo, wenn du beide Enden hast, du das Kopftuch von ihm bekommst und dann endless Ammo hast. Sorry, I have to be a nerd right now. Have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you alright? Yeah, so are all the hostages.
That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the Elo. I might be able to help. The frequency is 141.12. Ich liebe diese Spiele. Ich liebe diese Spiele. Ich liebe jede Sekunde dieser Spiele so sehr. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wie sehr ich das Spiel liebe. Ah. Mal gucken, wie gut mein Non-Lethal Run läuft. Aua. Nicht gut. Du machst das, Snake. Du machst das großartig, Snake. Töte sie. Töte sie alle, Snake. Sorry about it, Snake. Ich werde auch noch mal wen abschießen. Ja, guck raus. Oh, ich wollte nicht den da oben. Na gut, Raiden. Ist okay. Dem geht's gut, keine Sorge. Ah! Der schläft nur auf einer Farm. Man. Sorry, Snake. Ich wollte dich nun wirklich nicht treffen. Ah! Bin sehr gut mit dem Katana. Do not worry. Nein, ich wollte nicht First Person. Bring ein Schwert zu einem... Ja. Aua. Ach ja. Jede Sekunde dieses Spiels ist zu gut, um wahr zu sein. Trust. Jede Sekunde dieses Spiels ist einfach Kunst. Wir als Künstler können barely witnessen, wie groß die Kunst dieses Spiels ist. Trust. Die Steuerung dieses Katanas ist so fucking weird. No. Raiden, about this Colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's Das Spiel ist aus dem Jahr 2001. Probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, Mhm. what's happening Yeah. around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Let's fucking go. I'm not ready. I'm not ready. Aber das ist okay. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay,
Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? No worries, Raiden. Man. Nice, einer von denen wird's. Ey, er hat das Katana nicht ausgerüstet. Betrayal. Nein, ich nehme mein Non-Lethal Katana. Es ist blau. Das bedeutet, dass es dann nicht lethal ist. Das sah gerade nicht sehr lethal aus. Dem geht's gut. Don't worry about it. Da geht mein Non-Lethal Run, aber das ist okay. Jesus Christ, Snake, chill. Snake macht das. Wofür bin ich überhaupt da? Ich bin auch nur dekorativ. Fühlt Snake sich nicht so alleine. Ich meine, die habe ich nur K.O. gehauen. Ach ja, dieses Game ist so funny. Also das ist ja eigentlich der Todesscreen, aber ich spiele gerade hier, weil wir haben ja den Virus ins System hochgeladen. So, the entire game is kinda affected by the virus. Sorry, Snake. Totally didn't mean to do that. Das Game ist so fucking funny. Ey, dieses Spiel ist wirklich 2001. Ich meine, das ist die HD-Version von 2012, glaube ich. Aber das Spiel kommt trotzdem 1:1 aus dem Jahr 2001. Das ist so genial. Oh. Let's go, Snake. Ja, genau. Das ist eine Staumstoffklinge. Tu denn nichts. Was? Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. Ich kenne You can't be serious about die fighting. Metal Gear Reihe sehr gut, ja. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Das ist eine meiner Lieblingsreihen. Ich muss sagen, 2 habe ich nicht so oft gespielt. Also das ist jetzt mein zweiter Run auf 2. Die anderen habe ich wesentlich öfter gespielt. Aber ja, I'm a huge fan. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill Nö. I don't know what your group's been through. Ihr Vater ist der Dude, den wir im ersten Teil gekillt I haben. didn't kill your father. Den wir nicht gekillt haben. change your lies? Raiden, get out of here. I mean, to be fair, er hat sich... I mean... he kinda just died. Es war nicht direkt unsere Schuld im ersten Teil, um fair zu sein. Raiden ist ein Solid, indeed. Naja, also ja, er ist Solidus Adoptivsohn. Womit er sehr entfernt tatsächlich mit Snake verwandt wäre, also Solid Snake. Aber Solidus ist der andere Been watching how you fight. Zwillingsbruder. Es ist kompliziert. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about?
It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival. It was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Also technisch gesehen ist er der Enkelsohn von Big Boss, aber adoptiert. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. Da ist er, unser Adoptivvater. At least you know. There's no reason to keep you alive now. Okay. Wir kämpfen jetzt gegen 3 von denen. Auf normal kämpft man gegen 6 von denen. Ratet mal, gegen wie viele man auf super schwer kämpft. Ratet einfach mal. Schreibt mir mal Nummern in den Chat. Wie viele Metal Gears muss man in dem schwersten Schwierigkeitsgrad besiegen in diesem Kampf? Ja, actually, 20. 20 fucking Metal Gears muss man besiegen. Oh, das ist die falsche. Sure. Ist weit weg, bin ich dumm? Aua. I'm good. I'm doing. Falschen Launcher. Das Dinger, ja. I'm doing so good. Okay, also ich weiß noch, wie man die Viecher besiegt. Ich glaube, ich muss erst das Knie und dann auch sofort auf den Mund schießen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist überhaupt nicht kompliziert, ständig die Waffe zu wechseln. Danke, Spiel. Ja, okay. Nicht okay. Na, kann er nicht in meiner Fresse stehen? Okay. Ans Knie. Und. Aua. Knie. Und. Knie. Nein, nein, nein. Aua. Kannst du nicht auf mich drauf treten? Ja, in Metal Gear Rising zerhackt man einfach eins der Viecher gleich am Anfang. Und da sieht man, wie weit Raiden gekommen ist. Von hier. Fucking 20 Metal Gears. Stellt es euch vor, da ist der gesamte Hintergrund voller Metal Gears. Das ist so fucking wild. Da, die da hinten stehen, die bewegen sich dann alle. Das ist so insane. Also ich kann das Spiel leider nicht auf schwer, super duper schwer spielen, aber gönnt euch gerne mal einen Speedrun oder so. Das ist absolut wert. Nein, nicht auf den Kopf. Bein. Mund. Für alle Leute, die nicht wissen, was ein Metal Gear ist, das ist ein Nuclear Rocket Launcher to go, basically. Also diese Mechas hier. Im ersten Teil geht's darum und eigentlich geht's in allen Teilen obviously darum. Leute klauen die Viecher, um mit ihnen Krieg zu führen. Als ich gerade so laut spreche, ist das, weil die Musik gerade sehr intens auf meinen Kopfhörern ist. Ist auch ein intenser Kampf, to be honest.
Weiß ich, lass es einfach aussehen. Aua. Ich weiß nicht, ob ich das First Try schaffe. Ich schaffe nicht. 20. 20 von den Viechern in schwer. Was zur Hölle? Ich bin reingesprungen, um fair zu sein, ich bin reingesprungen. Ich hab gesehen, wie er sie abgeschossen hat. Nein. Aua. Was das wert? Absolut nicht. Nun. Ich etwas konzentriert bin. I'm sorry. It's a hard fight. Ich weiß, wenn man bei mir die Spiele guckt, lasse ich das immer so leicht aussehen. Aber das ist eine Fassade. Wechseln sie auch noch ab. Ich liebe die Viecher übrigens, ne? Irgendwann hole ich mir mal die Modellkits zum selber bauen. Weil, oh, guckt euch an, wie geil diese Mechas aussehen. Kojima weiß schon, wie man gute Designer findet. Oh, habe ich doch 6, okay. Ich dachte, in meinem Schwierigkeitsgrad sind es nur 3, aber ist okay. Gegen 6 können wir auch kämpfen. Krieg ich hin. Das ist noch im machbaren Realm. Ich sage das. Und es war eine Lüge. Au. I'm fine. Don't worry about me. I'm doing my part. Aua. Ist okay. Mein Gott. Ich würde sehr gerne den Chat lesen, aber ich glaube einfach, dass ihr gerade voll die gute Konversation auch ohne mich habt. Und mein Input. Ich kann doch einfach Stopp drücken. Wie geht's euch? Was macht ihr? 0,75. Ja. Kommt auf den Metal Gear an. Das hier sind alles Metal Gear Rays, die sind massenproduziert. Metal Gear Rex ist unique. Ich habe vergessen, wie man ihn ausspricht. Sugarhot, glaube ich, ist auch unique. Der aus 3 ist auch unique. Kommt auf... Es gibt mehrere Metal Gears, also mehrere Varianten. Das hier, die sind für Massenproduktion gedacht. Ich finde schön, dass sie bluten. Schöne Evangelion-Referenz. Blutende Mechas und so. Ich fänd's cool, wenn ein bisschen mehr Health Kits droppen würden. Nein? Ich muss sein Knie treffen. He was an adventurer, but then he got an arrow to the knee. Ach, das war schön. Nochmal. Nein, nein. Oh mein Gott, eine Ration? Ist die für mich? Aua. Können die aufhören, mich so zu mobben? Das wäre fantastisch. Irgendwann hören sie auf. Irgendwann hören sie auf. Nein! Den Kopf! Okay. Ist doch toll, wie sie schreien. Schreien halt, als wären sie am Leben. Das sind nur Maschinen. Aber es macht sie super fucking uncanny. Ryan ist so ein Badass. War schon. Bin ich ehrlich. Er ist so fucking cool. Ich liebe Kojima.
Raiden, mein Freund und Kupferstecher, bitte steh auf. Aber ich muss sagen, ich glaube, Ray, also der hier ist mein Lieblingsmodell. Also ich meine den ursprünglichen Ray mit dem langen Schwanz. Mag ich ein bisschen lieber als die hier, weil die haben keine, weiß ich nicht. Die sind auch cool. Oh, die haben sich gerade gegenseitig abgeschossen. Nee, oder? War das noch meine Granate? I don't know what I'm doing here. Die schließt sie, dass sie Menü. Danke. Oh, das war gerade cool. Sorry, ich werde wieder zum 12-jährigen Kind, wenn ich solche Kämpfe mache in Videospielen. Die sind einfach so cool. I don't care. How cool. They are so fucking cool. Don't care. Alle Leute, die sagen, dass Metal Gear Kämpfe nicht cool sind uncool. Die uncoolsten. Ah. Ah. Ja, das müsste auch ein Ray sein. Doch First Try geworden. Hätte ich nicht gedacht. 20. Im härtesten Schwierigkeitsgrad kämpft man gegen 20 von den Viechern. Olga! Ja, also 1 und 2 spielen direkt hintereinander, 3 spielt ganz am Anfang, ist basically der erste Teil. Und alles, was danach kommt, ist ein bisschen verwirrend. Aber ja. Das hier spielt im Jahr 2009. Trusting you? Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, She's a great mom. I'll be happy to accommodate you. See you in hell. Ja, genau. You have to. Olga! Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? GW, it's out of control. What?
cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Absolut. Enger-Design. Some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! Mensch, wir brauchten Granatlauncher. Patriots. You still have some use. I've captured Snake. Snake? Bring him in. Oh, aber Zeit mal wieder speichern. Moment. Ach ja. Fucking 20 Metal Gears. Imagine. Insane. 20 Metal. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. Er hat 2 Katanas. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Ich mach ja. Ich drücke. Ich drücke. Oh mein Gott, ich drücke. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it?
No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. So viele Snakes. What exactly do you Die Ocelots scheiß Outfit so sehr. Mit Russian Cowboy. Shades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Das ist Solidus Snake, der Octoman. Nicht zu verwechseln mit Solid Snake. By us. Big difference. Exercise. The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the president's deaths. Nein, leider nicht. The computer virus. However, Fox die. there is a different form of liquid actually in these games. Coincidence. Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxtie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Er heißt Solidus, weil Leute meinten, Kojima, du kannst ihn nicht Gas Snake nennen. Das klingt nicht richtig. And Kojima listened. Before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this Ja, exercise er ist auch ein would have Klon ended von there. Big Boss. Der beste Klon tatsächlich. The Der project optimalste. has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to Solid create ist der the beste perfect Snake mit simulation. Abstand. Sure, Solidus, mein Herz gehört Big Boss. you and the boy Aber who was selected Solid because ist der your beste Snake. relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Ja. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Naja, Solidus hat Raiden als Adoptivsohn zu einem Kindersoldaten gemacht und ihn versucht zum besten Soldaten zu machen, so wie Snake, also Solid Snake, ein Klon von Big Boss ist, der beste Soldat werden sollte. So, they have kind of the same relationship.
Und jetzt stehen wir wie im ersten Teil, also Frustrated? History repeats For the itself. appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't Yes, magic Plasma Snake. or some new age mumbo jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your dead cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Yes, Pure Metal Gear Solid 4. self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Miss. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Bastard. Vielleicht soll ich mit euch auch mal so einen Metal Gear Timeline, Metal Gear Story Erklärstream irgendwann machen. Aber erst, wenn wir durch sind mit dem Spiel. Ja, das ist der aber mit einer AI drin namens Arsenal. Damit ist er ziemlich OP. Ich glaube, ich werde euch auch mal. Ich werde euch die Geschichte. Ich werde euch die sehr simple Geschichte von Metal Gear erklären. Eines Tages, wenn wir durch sind. Werde ich das tun. It's a very simple story, don't worry about it. It's not, I lied. How's this then? You should finish it. It's a great game. Never too late to play Metal Gear. Never too late. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down!
Das ist wahr. What the? Impossible! She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can So proud of you, Reste. again. Oh, I love her. Her Design ist so good. Oh. Aber welches Design ist in Metal Gear nicht 200 von 10? Damn! Try this instead. No! No! No, not now! Ach ja, die Sache mit dem Arm. Don't worry about it, guys. Brothers! Liquid! I've been waiting for this! It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all, Schon? I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Ich finde das schön. Das muss so. Liquid Ocelot! Time to say goodbye. It's basically a JoJo reference, to be honest. Damn. Ach, guckt euch diesen Metal Gear an. Den hätte ich schon echt gern hier rumstehen. It's a good way to go. He's so pretty. Liquid, stop this thing. Hey, Snake, you coming? Liquid? Yes, exactly. Die beiden machen ihr Ding. Don't worry about it. Muss ich auch noch machen, Wäsche. Mach ich morgen. Nebenbei machen. Neues Magic Deck sollte auch demnächst ankommen. Ich bin so hyped. Aber wir sind gleich schon durch mit dem Spiel. Ich bin richtig sad, aber ich weiß gar nicht, wann ich 3 für euch spielen will. Also 3 ist ganz anders, ich war nicht gleich vor.
Es ist sehr anders, aber es ist trotzdem mega fun. Also 3 ist mein Lieblingsteil tatsächlich. Auch, ich liebe alle Teile. Also es gibt keinen besten Teil gefühlt. Die sind alle fantastisch. Aber es ist ganz anders. Hat aber, finde ich, die besten und lustigsten Mechaniken tatsächlich. Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took Los. office as the first president Wie kam of the United 2001 States of raus? America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty. Gasp, der Titel des Spiels! Ah, Titeldrop! Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin Not with, quite, almost. We're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly.
Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though.
Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for This game is a trip, I tell you guys. Drogentrip. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona
Experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Ihr seid nicht ready. Ihr seid nicht ready. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. Let's fucking go. I was the one who killed your parents. Bitch. Gasp, bitch. Damn. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. These cutscenes, I swear to God. Basically, yeah. I have other reasons. Ist unfair, 2, warum habe ich nur 1? The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? Me? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they've formed. Nanomachines dann. Okay, der Kampf ist eigentlich nicht so schwer, aber ich bin extrem dumm. Ich muss auf die Seite mit seiner Augenklappe und von da aus kann ich ihn schneller treffen. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. I am bullshit at this fight. Ja, no. Da ist so viel mit mir falsch. Aua, ich hab doch. Ich hab geblockt. Aua, ich schwöre, ich blocke. Oh. Nein. Aua. Father, please. Generation. Hat er die aus mir rausgeschüttelt? Oder war er so nett und hat sie mir gegeben? Aua. Auf mich zu schubsen. So gemein. Gemeini. Das ist, was er ist.
Ein großer Gemeini. Au! Nein, ich brenne schon wieder. Warum passiert mir das die ganze Zeit in diesem Spiel? Nein! Ich liebe es, wie die Kamera halt auch richtig ausrastet. Also es gehört zum Kampf dazu, das soll so. Love it. Bitte erinnert euch daran, dass ich das Katana mit meiner selber steuere. Deswegen sieht der Kampf so unepisch aus. I am the problem, not the game. Au. I could be cool, but I am just not. So ist ja gemein, ja. Ne? Aber sieht gut aus, seine Stamina-Leiste. Geht ein bisschen runter. Was die wichtigere Leiste ist. Don't care about his health. Stamina ist alles. Pew, pew, pew. Dad, please. Aua. Nein. Nein, warum kriege ich denn? Nein! Au, Vater, lass mich wenigstens aufstehen. Seine schwache Seite ist die mit der Augenklappe, aber ich bin blind. Aha, ich werde besser in dem, wenn er mich grabt. Doesn't mean anything. But I'm getting somewhere. I swear! Dachte, ich kann an ihn ran. Solidus. Papa Solidus, bitte. Bitte. Lass ihn Michi, Dichi, Howie. Danke. Aua. Ja, das ist das Beste, das ich tun kann. It's not much, but it's honest work. Warum hat er 2 Katanas? Ich will auch 2 Katanas. Ich weiß gar nicht, was Solidus echter Name ist. Snake, also Solid Snake ist ja Dave und Biden ist Jack und Liquid ist Ellie. Aber ich weiß nicht, was Solidus echter Name ist. Ich weiß gar nicht, ob er einen echten Namen hat. Ich denke schon. I just forgot. Ja? Right, you have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. Yes, bitte sag mir Solidus Namen. I need to know. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is
Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Dodge, Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons Oh, to be I'm a used Raiden. on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Es ist nicht, dass es das nicht ist, was ich hier versuche. He's just really good. Habe ich ihm gerade eine Kopfnuss verpasst oder hat er es sich selber verpasst? Kann ich aufhören zu brennen? Mein Gott. So viel, Vater. So viel. Aua, kann ich aufhören zu brennen? Mein Gott. Ah, noch ein Treffer, come on. Oh, BT. Oh, Aui. Mehr als ein Treffer, was soll das? Kann ich aufhören zu brennen? Oh hey, Aktion. Danke, Game. Das ist exactly what I... Nein. Kann er langsam mal Stamina auslaufen? Aua. Nein, kann er nicht. Aua. Why is he so good at this? And why am I so bad at it? Was muss ich denn machen, um ihm die letzte Stamina zu nehmen? Aua. Papa, bitte. Papa. Nein, nicht Papa. Nein! Ich falsche Taste gedrückt. Seine Stamina ist doch schon low. Was muss ich denn noch machen, Spiel? I'm so tired of being on fire, actually. Nicht runterfallen, Jack. Aua. These controls are something. Ja. Au. Muss ich ihn so ermorden, weil ich keine Ahnung habe, wie ich ihm das letzte bisschen wegnehmen kann.
Ich habe echt keine Ahnung. Was habe ich vorher anders gemacht? Das ist meine Frage. Hey! Ach, guck ihn doch wenigstens an, Ryan. Sorry, Solidus. Ich weiß einfach nicht. Ich bin einfach dumm. No. Ich hab ihn geblockt. Aber ich hab jetzt das Blocken verstanden. Nicht schön. Nun, gut verstanden habe ich es nicht, aber... Well, good enough. Ja. Let's fucking go, Raiden. Oh my god. Wir haben es gleich. Das ist pretty much the end. Da kommt jetzt noch eine Cutscene, die ich sehr schön finde. Und dann sind wir durch. Oh my god. Non-Liefe, ja. Das ist eine Menge Ketchup in die. Yes. Goodbye, George. You were a dad. Not a good one. Just a dad. Ich finde schön, dass der Kampf tatsächlich schwerer war als der mit den Metal Gears. Nun zurücklehnen und die letzten, ich glaube, 5 Minuten noch genießen. Maximal. Genug. Ja. Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith.
what we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Dog tags. It's me. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name, and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. She's real, oh my god. But how real is she? Snake? What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay?
Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Hmm? Today is the day I met you. That's it. Ach ja. Immer wieder ein wundervolles Spiel. Immer wieder wundervolle Spiele. Ja. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr Langeweile habt. Ihr müsst sie nicht selber spielen, aber ey, wirklich. Das ist einfach wert. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. I stare at the stars and the sky. Ja, damn. Wahrscheinlich wird mir das hier alles gemutet, weil da müssen ja immer Copyright-Songs in diesen Spielen sein, die gut sind, aber es wäre halt cool. Ich rede jetzt darüber. Ich muss jetzt darüber reden. Oh mein Gott, ich rede jetzt darüber. Vielleicht mache ich es auch noch ein bisschen leiser. Also vielleicht stört es da nicht ganz so, aber wahrscheinlich. Ich meine, ich könnte es komplett ausmachen. Das ist eine Option. Okay, wir machen die Musik einfach. Es tut mir leid. Ich würde sie euch gerne hören lassen. Ich fände das super toll. Aber das ist nicht erlaubt. Wir sind hier auf Twitch. Also stellt euch einfach vor, da wäre Musik. Das wird echt schlimm in Metal Gear Solid 3. Jedes Mal, wenn ihr Hideo Kojima über den Bildschirm seht, müsst ihr einen trinken. Rest in peace. War ein Witz. Please don't do that. I think you will die. Nun, wie fühlen wir uns? Ich fühle mich sehr gut, dass ich das Spiel nochmal gespielt habe. Es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Es bleibt ein gutes Spiel und diese ganze verdammte Reihe bleibt. Ist einfach, was soll ich sagen? Ich liebe diese Spiele wirklich. Also, keine Ahnung. Ich habe immer fond Memories an diese Spiele. Pack das da mal hin. Speaking the words. I'm just a messenger. Nun, ihr habt keine Musik. Ich habe Musik. Bitte stellt euch gerade einfach so richtig krass schön die Endmusik vor. So, ne? So, ihr hört die in eurem Kopf. Auf jeden Fall. Ich fühle das, dass ihr die hört. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht, wann ich Metal Gear Solid 3 spiele. Spätestens nächsten Monat. Ich weiß nicht, ob ich das diesen Monat noch machen will. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Woche machen will. Braucht zwischen den Spielen tatsächlich ein bisschen Pause. Das ist, genau die. Genau die. Wenn nicht, vielleicht Anfang nächsten Monats. Für Metal Gear Solid 4 würde ich gerne einfach, glaube ich, eine Woche am Stück streamen. Stream-Marathon? Metal Gear Solid 4?
Yeah, nice, nice. Die Musik ist gerade wundervoll und passt richtig gut zu dem, was ihr da seht. Stellt euch einfach vor. Ne? Vor Freude. Das wäre das Spiel, was ich danach spiele, aber das Witzige ist, ich glaube dafür, also bei meinem letzten Run auf Normal habe ich, glaube ich, 5. Der Endkampf ist ein bisschen schwierig. Ich guck mal, also ich denke, ich würde es danach echt spielen, aber es wird halt, glaube ich, nur ein etwas längerer Stream für Metal Gear Rising. Vor Freude, dass du die Flower Quest machen durftest. I'm sure of it. Nun. Lass die Credits nochmal auslaufen. Ich weiß nicht, ob da noch eine Post-Credit-Scene kommt. Ich glaube nicht, aber das ist nur fair. Jetzt haben wir die Zeit zu reflektieren, was wir hier gesehen haben. Ich werde bestimmt für euch mal eine Comprehensive History of Metal Gear machen. Muss. Nein, vor Freude reden. Also Metal Gear Solid ist kompliziert, aber es wert. Das ist einfach wert. Ich will mal gucken, wer live ist. Sehr viele Leute. Emotion. Ah, ich sehe viele. Qual der Qual. Kennt ein bisschen zu Motion, weil der ja vorhin noch kurz. Ja, basically, actually, das wäre mein Plan. Ich würde für euch eine Dia-Show vorbereiten und ihr dürft dann zwischendurch Fragen stellen. Es wird ein sehr langer Stream. Aber das ist Future Talk. Das ist einfach Future Talk. Ich denke, das ist ein Future Me Problem. Es wird auch ganz viele Bilder in der Präsentation geben. Alle. Ich werde alle Bilder in die Präsentation packen. Mindestens 3. Ach, ich werde euch so zulabern. Oh mein Gott, ihr seid nicht bereit dafür, wie sehr ich euch zulabern werde. Ein Highlight hier auf dem Channel. Ja, actually. Und mehr. Es gibt ein paar Metal Gear Teile, die ich tatsächlich nicht gespielt habe, weil die für die PlayStation Portable waren. Und obwohl ich eine PlayStation Portable habe, kam ich nie dazu, die zu spielen, weil. Why would you? Mit denen müsste ich mich selber noch auseinandersetzen. Aber die sind irgendwie auch nicht canon, apparently, weil Kojima an denen nicht wirklich mitgearbeitet hat, wie ich das verstanden habe. Es sind 2 Teile. Einmal Acid heißt das eine und ich habe vergessen, wie das andere heißt. Die restlichen Teile habe ich selber gespielt. Ja, Reh, und dann mache ich das in der Öffentlichkeit. Dann wissen alle, worunter du die ganze Zeit leiden musst. Oh, ich freue mich auch mega auf Metal Gear Solid 3. Also, wie gesagt, das Spiel ist komplett anders als das hier. Die Story ist fantastisch. Super enjoyable. Ich freue mich auch drauf, das mit euch zu teilen. Es ist mein absolutes Lieblings-Metal Gear. Es ist nicht unbedingt das Beste, aber I love it. Es kriegt ja auch bald ein Remake. Ich weiß nicht, ob ich das Remake spielen werde. Ich glaube tatsächlich nicht. Denn das Spiel ist perfekt. Und es braucht wirklich kein Remake. Technisch gesehen, ja, Kojima kommt auch in Metal Gear Solid 5 vor. Du kannst ihn in einer Mission retten. Movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with.
The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Thank you, Snake. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Cliffhanger. Oh, sowas von. Ne? Tja, schade. Dann wird es wohl erstmal ein kleines Päuschen von Metal Gear geben. Wir haben 27 Mal nur gespeichert. Ich dachte das. Wir haben in-game 12 Stunden gespielt. Wir haben, glaube ich, 16 oder 15 in Real-Time gespielt. Wir haben 53 Mal continued. Wir haben sehr viele Leute alert. Das ist so traurig. Wir haben 4 Leute gekillt. Dang it. Ich glaube, Solid, das war einer davon. Ich glaube, am Anfang habe ich aus Versehen einen Soldaten gekillt, tatsächlich. Der ist nämlich übers Geländer gefallen und verschwunden. Du hast verpasst, dass Gene nicht alles sind und dass es sehr wichtig ist, dass wir der zukünftigen Generation unser Wissen weitergeben, um für eine gute Zukunft zu sorgen. Und auch wenn die Erde nicht für immer ist, ist es trotzdem unsere Responsibility, dafür zu sorgen. Anyways, mit diesen wundervollen Worten von Snake. Oh. Schwein. Ein guter Pig. Pig ist, glaube ich, nicht sehr gut. Man kriegt immer einen Namen am Ende. Du hast eine Kamera. Du kannst sie in der Episode mit dem Tanker einsetzen. Ja. 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 Nun. Oh. Gott, ich liebe diese Spiele. Oh. Ich liebe, was auch immer lustige Dinge in Kojimas Kopf vorgehen. Obsession. Meine Obsession ist Kojimas lustiger kleiner Kopf. Okay, jetzt aber. Ich bin mit 2 Stunden auch echt gut eingeschätzt, tatsächlich. Das finde ich funny. Na gut. Mit dem wundervollen Trailer rate ich euch jetzt zu Motion. Weil ich ihn gerade da sehe. Keine Wahl. Bis nächste Woche. Vielleicht gibt's mehr Metal Gear. Vielleicht brauche ich auch erstmal eine Pause. Habt eine Zeit. Gehabt euch. Gehabt euch wohl. Guckt euch Metal Gear an. Es ist großartig.